In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen unregelmäßigen Hartschaumblock mühelos und schnell wieder gerade bzw. rechtwinklig zuschneidet. Dafür basteln wir entweder ein günstiges MDF-Tool oder ihr schnappt euch ein paar Klemmbausteine. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Dieses Problem kennt wohl jeder Hartschaumbastler. Man hat einen schrägen oder schiefen Schnittrest und möchte zumindest wieder eine Seite gerade bekommen, um danach rechtwinklig weiterschneiden zu können. Ich habe dafür bislang einen DIY-Helfer aus Klemmbaustein benutzt. Doch nach vielen Zuschauerfragen bastel ich mit euch in den folgenden Minuten eine verbesserte Version aus MDF, genauer gesagt einen Hartschaumschubser, der weniger als 1 Euro kostet. Alles, was ihr braucht, sind ein paar Holzreste oder MDF aus dem Baumarkt. Baumärkte sägen Holz meist ab 10 cm Kantenlänge zu, entsprechend habe ich mir für knapp 25 Cent ein 10x10 cm und ein 20x10 cm Brettchen besorgt. Das kleine Brett sollte mindestens 1 cm dick sein, damit es stabil aufgeklebt werden kann. Ich habe der Einfachheit halber jeweils dieselbe Dicke aus einem Reststück von 12 mm Stärke zuschneiden lassen. Schnappt euch dann irgendetwas, um einen rechten Winkel von 90 Grad zu formen und klebt das kleine Brett ans lange Brett. Und zwar in ungefähr 5 cm Abstand zum Ende des langen Bretts. Dann alles für ein paar Minuten fixieren, damit die Klebestelle hält. Schon habt ihr einen Hartschaumschubser, ohne auch nur einmal sägen zu müssen. Aber ganz ehrlich, mit 10 cm ist so ein Tool schon sehr hoch, denn meistens schneidet man ja niedrigere Hartschaumblöcke zu. Von daher machen wir mal mit einer Säge einen Cut, um 2 6 cm hohe und 2 4 cm hohe Bauteile für direkt 2 Hartschaumschubser zu erhalten. Außerdem schneiden wir uns noch je eine passend hohe Leiste bzw. Profilholz ab, um die Stabilität der Hartschaumschubser zu erhöhen. Zunächst wird die Leiste ans Ende eines kurzen MDF-Bretts geklebt, um alles nach dem Trocknen ans lange Brettchen zu kleben. Beim Fixieren wieder unbedingt auf den rechten Winkel der Bauteile zueinander achten. Danach habt ihr 2 Hartschaumschubser für Blöcke mit den üblichen Höhen. Und jetzt kommt der Clou gegenüber meiner bisherigen Klemmbausteinlösung. Und zwar Abstandshalter. Dafür braucht ihr zum Beispiel eine 5x5 mm Leiste aus einem möglichst harten Holz. Also kein Balsaholz, sondern mindestens Kiefer oder sogar Buche. Markiert eine Seite zum späteren Aufkleben und schleift die gegenüberliegende Seite mit feinem Sandpapier glatt. Sägt danach von eurer Leiste 10 Stückchen zu, die etwa 1 bis 2 mm kürzer als die jeweiligen MDF-Bauteile hoch sind. Zeichnet dann auf dem Seitenteil der Hartschaumschubser Markierungen bei 0,5 cm, 1,5 cm, 2,5 cm und so weiter ein, um dort die Leistenstücke senkrecht anzukleben. Und zwar bündig zur Oberkante, damit die etwas kürzeren Leisten keinesfalls unten überstehen. Die Lücken zwischen den Leisten liegen dann übrigens bei den vollen Zentimeterangaben, die man ja meist am häufigsten nutzt. Also bei 1 cm, 2 cm, 3 cm und so weiter. Sobald der Leim getrocknet ist, könnt ihr die Kanten und Ecken eurer Hartschaumschubser noch leicht rundschleifen, damit die Tools besser in der Hand liegen. So, und wie funktionieren nun die Hartschaumschubser? Ganz einfach. Legt einen beliebig geformten Hartschaumblock hinein und drückt ihn leicht an die beiden Auflageflächen. Schaltet den Heißdrahtschneider ein und schneidet die erste Seite ab. Schon habt ihr eine 100%ig gerade Seite. Genial einfach, oder? Dreht danach den Hartschaumblock so, dass die zugeschnittene Seite an den Abstandshaltern aufliegt und schneidet die nächste Seite im 90 Grad Winkel zu. Und dann nochmal drehen und zuschneiden oder die normale Führungsschiene für weitere Zuschnitte benutzen. Schon habt ihr einen rechtwinkligen Block. Der Hartschaumschubser lässt sich übrigens auch besonders gut bei Massenproduktion verwenden. Einfach das gewünschte Maß einstellen, um dann zum Beispiel in einem Rutsch einen Stapel von 3x3 cm großen Fliesen anzufertigen. Oder um Ziegel von 2x1 cm zuzuschneiden. Oder sogar filigrane Mini-Ziegel von 0,5x1 cm. Ganz egal, jedes Teil wird 100%ig gerade und rechtwinklig. Alles, was ihr für den Bau eines Hartschaumschubsers braucht, bekommt ihr für rund 1 Euro in Baumärkten mit Holzzuschnitt.
Wer es etwas komfortabler und als fertigen Bausatz zum Zusammenkleben möchte, sollte im Shop von Dungeon of Fits vorbeischauen. Dort wird in einigen Tagen, genauer gesagt Ende Februar 2023, der Hartschaumschubser auch für kleines Geld als MDF-Bausatz verfügbar sein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Geradeschneiden, Hartschaum basteln oder Zusammentackern von Klemmbausteinen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns am nächsten Freitag. Bis dann.